Herzlich willkommen auf meinem Kanal Violin Rendezvous. Ich bin Susanna Magheroshi und in diesem Video möchte ich dir 5 Tipps geben, was du tun kannst, um deinen Klang zu verbessern. Das heißt, nicht zu kratzen, zu quietschen oder mit einem zu dünnen Ton zu spielen. Erst einmal vorab, es braucht seine Zeit, Geige, Bratsche und das Cello zum Klingen zu bringen. Du bist nicht alleine, es geht vielen Einsteigern und sogar etwas Fortgeschrittenen genauso. Sei einfach geduldig und höre immer genau hin, an was es liegen kann. Stelle dich diesen Herausforderungen, denn es ist es allemal wert, wenn du es dann schaffst. Mein Motto ist immer gute Kontaktstelle, das heißt für Anfänger in der Mitte des Bogens streichen und finde die richtige Formel aus Bogengewicht und Bogengeschwindigkeit. Ja, und lieber mit mehr Ton wie mit weniger. Bei lautem Klang kann man etwas wegnehmen. Aber wenn man immer sehr hauchend und dünn spielt, ist es schwer, sich einen satten Klang anzueignen. Was und wo ist die richtige Kontaktstelle? Die 3 wichtigsten Kontaktstellen liegen zwischen Steg und Griffbrett und jede Kontaktstelle hat einen anderen Klang. Kontaktstelle 1, dort ist die Saite flexibler. Wenn du an dieser Stelle streichst, ist der Klang weicher, wärmer und leiser. Um dort einen schönen Ton zu erhalten, ist eine hohe Bogengeschwindigkeit, also eine schnelle Bogenbewegung und wenig Bogendruck nötig. Wenn man versucht langsam zu spielen oder viel Bogendruck am Kontaktpunkt 1 auszuüben, entstehen kratzende Töne. Kontaktstelle 2, das ist die Standardposition. Hier spielst du, wenn du einen ausgewogenen Ton erreichen willst, der zwischen weich und warm und laut und kantig liegt. Wenn du auf dem Kontaktpunkt 2 bleibst, kannst du den Ton immer noch lauter oder leiser machen, indem du die Bogengeschwindigkeit und den Druck veränderst. Wenn du lauter spielen willst, versuche den Druck oder die Geschwindigkeit zu erhöhen. Für einen weicheren, sanfteren Ton verringere die Bogengeschwindigkeit oder reduziere den Druck. Der Kontaktstelle 3 ist die Saite hart und steif, deshalb klingt das Instrument an diesem Kontaktpunkt auch lauter. Die Töne haben mehr Obertöne als an allen anderen Kontaktpunkten, was einen kantigen Klang verursacht. Um an dieser Kontaktstelle einen schönen Ton zu erzeugen, solltest du langsam und mit mehr Armgewicht und Bogendruck streichen. Mit einer guten, stabilen Haltung im Stehen oder Sitzen spüre das Armgewicht und halte so einen gleichmäßigen Druck auf allen Seiten. Der Bogen ist am Frosch viel schwerer als an der Spitze. Um einen gleichmäßigen Druck während des Bogensprichs aufrecht zu erhalten, muss man das Gewicht des Arms während des Streichens verändern. In der Nähe der Spitze übst du mehr Druck aus, in der Nähe des Frosches weniger. Eine Übung für dich: Halte den Bogen vor dir und lege ihn auf den Handrücken. Drücke nun mit dem Zeigefinger nach unten. Merkst du, wie sich der Bogen nach unten bewegt? Jetzt umgekehrt, nimm den Zeigefinger weg und drücke mit dem kleinen Finger nach unten. Merkst du, wie sich jetzt der Bogen nach oben bewegt? Genau das musst du beim Spielen tun. Wenn du dich der Spitze näherst, drückst du mit dem Zeigefinger etwas mehr nach unten und wenn du dich dem Frosch näherst, verlagert sich dein Gewicht auf den kleinen Finger. So kannst du den Druck erhöhen oder verringern, um einen gleichmäßigen Klang zu erzielen. Sehr wichtig ist auch gerade Streichen. Schau dir hierzu auch dieses Video in der Infokarte an, wie du gerade Streichen verbessern kannst. Der Bogen in einer geraden Linie parallel zum Steg an der Kontaktstelle streichen. Achte darauf, dass der Bogen nicht rutscht, da dies einen seltsamen Klang oder flüsterten Klang erzeugt. Stelle dir vor, du streichst beim Abstrich etwas vom Körper weg, also der Ellenbogen geht etwas nach vorne und beim Aufstrich nimmst du den Ellenbogen wieder etwas zurück. Achte darauf, wie sich der Bogen dadurch gerade ausrichtet. Auch mal mit Augen zu üben, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Oft kommt es zu Quietschgeräuschen, wenn man die Bogenrichtung ändert, besonders beim Frosch.
Das liegt daran, dass man unbewusst Druck auf den Bogen beim Richtungswechsel ausübt. Wie macht man das jetzt? Den Druck auf den Bogen nur ein klein wenig verringern, wenn man die Bogenrichtung ändert. Dadurch wird die harte Unterbrechung des Klangs, die beim Bogenwechsel entsteht, gemildert. Deshalb den Bogen verlangsamen und etwas Druck rausnehmen, sobald du die Richtung gewechselt hast, wieder normalen Bogendruck und Gewicht ausüben. Achte beim Seitenwechsel darauf, dass sich der rechte Arm als ganze Einheit bewegt. Das bedeutet, dass du deinen Ellenbogen nicht an der Seite durchhängen lassen darfst, sodass dein ganzer Bogen nach unten gezogen wird. Wenn du deinen Ellenbogen durchhängen lässt, gerät der ganze Bogen aus dem Gleichgewicht und einen gleichmäßigen Druck ist dann so gut wie unmöglich. Das bedeutet auch, dass beim Seitenwechsel sich der Arm je nach Bedarf auf und ab bewegt. Das Ganze kannst du sehr gut vor einem Spiegel üben. Du kannst diese Tipps erst einmal mit offenen Seiten üben, dann hast du die volle Konzentration auf den Bogenarm. Erst danach empfehle ich langsam mit Tonleitern, Etüden oder Stücken weiterzumachen. Das waren jetzt meine Tipps, wie du Kratz- und Quietschgeräusche verbessern und so einen Klang optimieren kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Viel Freude beim Üben, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!